In allen unseren Entscheidungen, die wir treffen, merkt man an, dass wir immer die Arbeitssicherheit über die restlichen unternehmerischen Ziele stellen. Safety Week ist die Gelegenheit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Austausch zu kommen. Das ist auch für mich das Wichtigste der Safety Week. Was bewegt unsere Kollegen? Nicht, was sehen wir ausschließlich, sondern was bewegt unsere Kollegen? Funktioniert das, was wir uns überlegt haben? Und wie können wir noch sicherer werden? Das Thema in diesem Jahr ist Onboarding. Wir können als Arbeitgeber unheimlich viel tun, um eine Kultur da reinzukriegen, um Verfahrensanweisungen zu haben und sowas. Und ich glaube, das spielen wir als Valency Energies unheimlich gut. Nichtsdestotrotz passieren trotzdem Unfälle. Und dann stellt man sich immer die Frage, warum? Wenn wir eine Baustelle neu beginnen, dann ist das auch immer ein Onboarding. Wir machen einen Kickoff, wir erklären die technischen Grundlagen, die Lage der Baustelle, die Besonderheiten, wo die Herausforderungen, die Gefahren und auch die Veränderungen sind, die vielleicht seit Ihrem letzten Baustellenbesuch oder Anwesenheit stattgefunden haben. Aber das gilt im Übrigen nicht nur für das Thema neue Mitarbeiter, sondern auch für unsere Mitarbeiter, die schon länger dabei sind. Auch die müssen, wenn sie neu auf eine Baustelle kommen, verstehen, wie die Gefahrensituation dort ist. Und dann sind es ja oft auch ganz kleine Maßnahmen, die dazu führen, dass wir noch ein bisschen besser werden. Zum Beispiel die Frage, ein Mitarbeiter kommt nach 3 Tagen Abwesenheit zurück. Und dann die Frage, was hat sich verändert? Hat sich für dich etwas verändert? Weißt du, wo denn der aktuelle Stand ist? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Das sind alles Themen, die weder viel Zeit noch Geld kosten, die aber einen unglaublichen Impact bringen. Das ist so eine Erkenntnis aus dem heutigen Tage, dass wir verschiedene Themen noch immer wieder mal einfach vergessen. Und wenn wir das ganz systematisch machen, dann wird es nachher auch Teil der Kultur.